Der kleine, kompakte Riese vom Pöstl, der Pöstl Vario 545. Herzlich willkommen bei Virtual Campsite. Mein Name ist Dominik. Wir sind mal wieder beim Freistart in Sulzemoos beim Glück und ich zeige euch heute den Vario 545, der eine Gesamtlänge von gerade mal 5,41 Meter hat und eine Gesamthöhe von 3,12 Meter. Und er bietet dennoch Platz für die ganze Familie, für 4 Personen. Schauen wir uns das Heck an. Im Kofferraum befindet sich das Stockbett. Und das Bett unten hat die Maße 1,96 Meter mal 74 cm. Das Bett oben hat die Maße 1,67 mal 67. Schauen wir uns aber gleich noch von innen an. Hier kann man auch den Lattenrost rausnehmen und somit habt ihr nochmal mehr Stauraummöglichkeit. Hier fällt es mir natürlich gleich mal runter, weil es tatsächlich einfach nur aufliegt. Machen wir zu, schauen nach vorne, schauen uns den Pöstl Vario 545 genauer an. Ich kann euch sagen, die Außenhöhe beträgt hier 3,12 Meter. So, wir machen auf. Es fällt auf, der Kompressor-Kühlschrank. Schauen wir uns aber noch genauer an. Jetzt schaut's mal nach oben, was das für ein Raumgefühl ist. Gigantisch. Und das, wie gesagt, auch bei einer Länge von 5,41 Meter. Das Basisfahrzeug ist hier das Citroën Jumper mit einer manuellen Schaltung, 140 PS. Das ist die niedrigste Motorisierung. Gibt es natürlich auch mit wesentlich mehr. Hier befindet sich das Hubbett. Das mache ich euch mal runter. Und das Hubbett hat 2 Meter Länge und eine Breite von 1,70 Meter. Gerade, dass ich es noch alles mit auf die Kamera bekomme. Links und rechts sind Fenster für die perfekte Luftzirkulation. Eine Leiter ist mit am Start, selbstverständlich. Also ich muss sagen, genial. Auch hier das große Dachfenster. Also der Überblick ist traumhaft. Also ihr solltet euch den auf jeden Fall, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch ihn mal von innen ansehen. Wie gesagt, für 4 Personen zugelassen. Der Tisch ist selbstverständlich erweiterbar. Also könnt ihr natürlich die Fahrer- und Beifahrersitze, die könnt ihr umdrehen. Da habt ihr zu 4 tatsächlich genügend Platz. Hier befindet sich auch nochmal ein kleines Fach für Schuhe, phänomenal. Der richtige Ablageort oder wenn man die Kinder dabei hat, für ein paar Spielsachen auch während der Fahrt. Unter der Sitzbank befindet sich dann die Truma Kombi 4. Wir haben eine Stehhöhe von sage und schreibe 2,45 Meter. Das ist gigantisch, wirklich gigantisch. Hier sind die Bedienpaneele. Zudem befindet sich hier die 230 Volt Steckdose und direkt daneben die 12 Volt Steckdose. Das Bedienpanel von Truma. Ein Gasherd von Dometic, 2 Flammen, elektrischer Zündung. Ich persönlich finde es genial wieder gelöst mit dem Waschbecken. Das mag ich tatsächlich am allermeisten. Hier das erste Staufach, welches sehr großzügig ist. Auch hier die kurvige Form. Genial, also natürlich alles mit Push-Lock.
Wahnsinn. Wirklich, ich war so begeistert. So noch nie gesehen. Hier haben wir die Erweiterung von der Arbeitsfläche. Kennen die meisten natürlich von euch. Ist jetzt nichts Neues. Hier direkt daneben haben wir den Kompressorkühlschrank mit einem Volumen von 100 Liter. Und das Frostfach hat hier 8 Liter. Dass hier nicht der größte Kühlschrank reinpasst, versteht sich natürlich von selbst. Der Kühlschrank ist natürlich beidseitig zu öffnen, habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Auf der anderen Seite befindet sich der gleiche Schrank wie schon über der Küche. Die Kleiderschrank LED, wie hier zu sehen, die ist natürlich nicht mit dabei. Dazu gibt es aber einen Link hier in der Videobeschreibung. Absolut genial. Sobald ihr die Türen öffnet, geht auch das Licht an. Klebestreifen für den Magnet ist mit dabei und es hält perfekt mit diesem Magneten. Ihr könnt es ganz einfach über Akku aufladen, über einen USB-Anschluss, so wie wir ihn hier rechts haben. Traumhaft. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Schaut einfach in die Videobeschreibung. Weiter geht's, haben wir hier noch eine super Möglichkeit, um eine Kaffeemaschine hinzustellen. Mit der 230 Steckdose. Genial. Wirklich genial. Top gelöst, wie das Pöstl wieder zusammengebracht hat. Ich bin wirklich begeistert. Auch hier haben wir noch einige Staumöglichkeiten. Direkt darunter befindet sich jetzt auch noch eine weitere Schublade. Die zeige ich euch kurz. Belastbar bis 15 Kilo. Vor lauter Eindrücken habe ich tatsächlich vergessen, wo wir eigentlich waren. Wir waren ja an sich noch immer bei der Küche. Hier runter befindet sich der Frischwassertank. Aber wir machen jetzt erstmal mit der Küche weiter und machen sie jetzt auch fertig. Wir haben hier über ein Push-Lock-System 2 Schubladen in einer. Hier befindet sich der Besteckkasten. Bedienpanel von Dometic. Auch hier haben wir noch ein weiteres Fach für Töpfe, whatever. So, das war jetzt auf jeden Fall die gesamte Küche. Tut mir leid, dass ich so abgeschweift bin, aber ich denke, ihr könnt es mir verzeihen bei so einem tollen Camper. Dann machen wir doch direkt weiter hier mit dem Raumbad. Und das trifft es sehr, sehr gut. Das ist wirklich ein Raumbad. Auf diese Größe hier noch ein Raumbad reinzuzaubern, Wahnsinn. Wir haben hier die Möglichkeit, unsere Badutensilien unterzubringen. Ein sehr modernes Waschbecken. Der Platz für die 2x11 Kilo Gasflaschen, die müsst ihr tatsächlich reinheben. Also es gibt keinen Zugang von draußen. Hier ein Lichtschalter sowie eine 12 Volt Steckdose. Hier haben wir jetzt die Duschwannenabdeckung. Die mache ich mal auf. Und die Duschwanne ist im Boden eingelassen. Mit Sicherheit 8 cm tief. Also mit meinen 1,88 m kann ich hier perfekt duschen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Auch hier ein Dachfenster. Das Ganze mit Duschvorhang, damit auch wirklich nichts nass wird. Des Weiteren ist ein großer Schrank hier im Raumbad versteckt mit einer Kleiderstange.
Also hier hätte man auch noch die Möglichkeit, weitere Kleidungsstücke aufzuhängen. Ich bin begeistert von diesem Grundriss, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier noch ein paar Kleiderhaken, um die nassen Jacken aufzuhängen, Handtücher. Das Brett dient nicht nur zur Abdeckung der Kassettentoilette, nein, es dient tatsächlich sogar noch als Drittstufe für das obere Bett im Stockbett, welches ich euch eingangs gezeigt habe. Wir machen jetzt nochmal auf, schauen uns die Stockbetten an, auch mit einem Fenster. Wie gesagt, 1,69 Meter die Länge und 69 die Breite in dem oberen Bett. Hier haben wir nochmal USB-Steckdose mit dabei. Jetzt möchte natürlich jeder wissen, was kostet das gute Stück. Der Gesamtpreis dieses ausgestellten Fahrzeugs kostet 72.992 €. Der Pöstl Vario 545. Das war's von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Mir hat's riesig viel Spaß gemacht. Um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen, abonniert gerne den Kanal. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, euer Dominik.